Hallo Freunde! An einem kalten Herbsttag ging Alex durch den Park nach Hause, als er ein schwaches Miauen hörte, das aus den Büschen kam. Neugierig hockte er sich in die Hocke und schaute in den Schatten. Dort, versteckt unter dem Dickicht, saß eine kleine gestreifte Katze. Sein Fell war verwirrt und er zitterte. Als die Katze versuchte aufzustehen, hinkte sie schwer und zog ihr hinteres Bein. Alex' Herz ist gefallen. Er lief schnell zum nächsten Geschäft, kaufte eine Dose Katzenfutter und kam zurück. Die Katze zögerte zuerst, kroch aber schließlich näher heran und verschlang eifrig das Essen. Beim Essen lehnte er sich an Alex' Bein und schnurrte leise. Es war klar, dass diese Katze einst menschliche Güte kannte. Am nächsten Tag kehrte Alex mit einem Träger zurück, voller Entschlossenheit, der verletzten Katze zu helfen. Aber die Katze spürte seine Absichten und stürzte in einen schmalen Nerz unter einem Baum. Alex versuchte stundenlang, ihn zu überreden, aber die Katze war zu schlau und zu ängstlich. Schließlich, nach einer Ewigkeit, sah er seine Chance. Mit einer schnellen, aber vorsichtigen Bewegung gelang es ihm, die Katze in einen Transportwagen zu ziehen. Zuerst geriet er in Panik, stürzte und heulte, aber er beruhigte sich schließlich, als Alex in einem beruhigenden Ton mit ihm sprach. Beim Tierarzt waren die Nachrichten düster. Der Oberschenkel der Katze war zersplittert, wahrscheinlich wurde er vor ein paar Tagen von einem Auto angefahren. Ohne Operation kann er nie wieder normal laufen. Alex zögerte nicht und rief seine Mutter an, die bereit war, die Kosten zu decken. Die Operation war erfolgreich, aber die Wiederherstellung wird lange dauern. Die Katze, die Alex' Mutter jetzt Thun für ihre auffälligen Augen nannte, als sie aufwachte, war schläfrig und litt unter Schmerzen. Alex brachte sie nach Hause und beschloss, sie zu heilen. Die ersten Tage waren hart. Thun weigerte sich, eine Hühnerbrust zu essen, die von Alex gekocht wurde, anscheinend nicht vertraut mit dem Essen. Aber nachdem sie Geduld gezeigt hatte, begann sie, ihm zu vertrauen, indem sie die Stücke abnahm, die er anbot. Allmählich wurde sie stärker. Nach 3 Tagen konnte sie stehen. 10 Tage später wurden ihr die Nähte entfernt. Am 15. Tag wurde sie von der Beule befreit, obwohl sie sich noch im Käfig ausruhen musste. Es dauerte 2 Monate, und Thun wurde eine andere Katze. Ihre Lahmheit ist fast vergangen und ihr Geist ist zurückgekehrt. Bei der letzten Untersuchung gab der Tierarzt an, dass sie sich vollständig erholt habe. Während Alex sie während der Impfungen hielt, kuschelte sie sich an ihn, nicht mehr die ängstliche Kreatur, die er im Park fand. Jetzt gehörte sie ihm, und er gehörte ihr. Und als sie die Klinik verließen, schnurrte Thun leise, ihre Augen leuchteten mit Vertrauen und Dankbarkeit.